die 7 Todsünden beim Lernen des Bogenschießens. Das Ganze wird präsentiert von der Bogensportwelt und natürlich von mir. Ich bin der Thomas. Herzlich willkommen. Fehler Nummer 1. Das Zuggewicht ist zu hoch. Mit einem hohen Zuggewicht versaue ich mir eine gute Form. In Wirklichkeit möchte ich aber am Anfang vor allem erstmal einen guten Stil lernen. Ich möchte den Bewegungsablauf richtig drauf bekommen, denn erst dann bilde ich die Basis aus, um nachher auch ein hohes Zuggewicht wirklich bewältigen zu können. Und wenn ich zu früh mit dem Zuggewicht hochgehe, dann bringe ich mir Fehler bei, die ich dann als gestandener Bogenschütze bzw. als jemand, der vielleicht schon fortgeschrittener ist, immer schwerer wieder aus meinem Schussprozess rausbekomme. Fehler Nummer 2. Der Zielfokus ist zu groß. Wenn ich etwas lernen möchte, einen Bewegungsablauf, und gerade beim Bogenschießen ist es so, dann sollte ich mich auf die Einzelaspekte dieses Bewegungsablaufs fokussieren. Und wenn ich zu früh, zu häufig und zu viel auf eine Zielscheibe schieße zum Beispiel, dann werde ich mich wohl oder übel immer wieder auf das Zielen konzentrieren, beziehungsweise auf das Ziel. Und in Wirklichkeit möchte ich ja den Schussablauf spüren. Jeden einzelnen Aspekt, die Bogenhand, die Schulter, beim Auszug die Rückenmuskulatur, das Lösen. Und das fällt mir dann schwer, wenn ich zu früh auf das Ziel fokussiere. Man kann natürlich auch auf Ziele schießen, ne, dafür machen wir es ja, aber ich würde empfehlen, jedem, der in den Bogensport einsteigt und auch jeder, der schon fortgeschritten ist und auch jeder Profi, immer mal wieder hier einen Pfeilfang oder so einen Dämpfer zu benutzen, ohne Zielscheibe. Ihr tut euch auf Dauer deutlich leichter und wer immer nur auf Ziele schießt, tut sich wahrscheinlich keinen Gefallen. Todsünde 3, das Feedback fehlt. Entweder hat man keinen Trainer, das ist gerade im traditionellen Bogensport leider so, da gibt es nicht wirklich Lehrbuchwissen, ja, sondern das macht jeder so ein bisschen, ja, wie er möchte. Oder man lässt aus, die Mittel einzusetzen, die uns heute zur Verfügung stehen. Ich bin ein großer Freund davon, dass man sich selbst beim Bogenschießen filmt. Na, im Prinzip hat heutzutage jeder eine funktionsfähige Kamera dabei und die sollte man auch einsetzen, denn das Feedback, was ich dadurch von außen bekomme, ist gnadenlos. Es zeigt mir jeden Fehler und ich kann dann nachher auch mein Schießen dementsprechend anpassen, wenn ich ein Bild visualisiere, wie es richtig aussehen soll. Fehler Nummer 4. Zu viele Pfeile auf einmal. Na, der gute alte Masseansatz. Viel hilft viel. Ich sag Klasse statt Masse. Schüsse konzentriert durchführen. Sich auch vornehmen, heute im Training schieße ich zum Beispiel 50 Pfeile. Und dann ist auch gut. Ja, nicht wie wild umherballern, das bringt überhaupt nichts, sondern lieber den Ablauf gerade am Anfang immer wieder schön durchziehen. Ja? Die Fähigkeit, viele Pfeile zu schießen, basiert auf der Fähigkeit, dass man wenige Pfeile gut schießen kann. Ja? Und nachher das Volumen zu steigern, ist kein Problem, wenn die Technik stimmt. Andersrum geht es nicht. Ich kann nicht, wenn ich 200 Pfeile schießen kann, mit dem schlechten Stil, dann plötzlich sagen, oh, jetzt mache ich mal einen guten Stil. Deswegen Klasse statt Masse. Todsünde Nummer 5. Zu weite Distanzen. Einen guten Schussablauf. Gut stehen, gut greifen, gut halten, gut ziehen, gut lösen, gut ankern. Das kann ich auch auf 2, 3, 7, 8 Meter. Dazu muss ich nicht 50 Meter weit schießen. Wenn ich so weit schieße, dann baue ich eine Schwierigkeit in meinen Schussablauf ein, die ich gerade am Anfang überhaupt nicht bearbeiten oder gebrauchen kann. Nämlich, dass ich auf so weite Distanzen irgendwie auch hinkomme und was treffe. Ja? Deswegen tut euch einen Gefallen, macht es euch leicht. Beim Lernen des Schussablaufs geht nicht so weit weg. Ich sage maximal 10 Meter,
von einer Größe des Ziels ungefähr, was so groß ist. Man kann auch locker näher rangehen. Man kann das im Garten üben. Man braucht kaum 5 Meter Entfernung zum Ziel. Ja? Das Gute ist, wenn man auf kurze Distanzen einen guten Stil hat, dann kann ich die Distanz nachher schrittweise erhöhen. Andersrum, wenn ich mir meinen Stil auf weite Distanzen irgendwie versaut habe, dann brauche ich auch nicht mehr anfangen mit von wegen, jetzt mache ich es aber richtig. Todsünde Nummer 6. Man legt sich zu früh fest. Das ist so eine recht verbreitete Sturheit im Bogensport. Bogenschießen ist eben ein Sport für Individualisten, das ist ja auch okay. Aber man profitiert natürlich davon, wenn man gerade am Anfang sich flexibel, offen hält und sagt, welchen Input kann ich bekommen, was hilft mir bei meinem Schießen, ja, wie geht es richtig. Ich versuche am Anfang mein Schießen einer Idealform anzupassen und entwickle nachher einen individuellen Stil und nicht andersrum, so machen es nämlich viele, dass sie sagen, bei mir ist es aber so und so, ne? Und deswegen brauche ich auf meinen Trainer nicht zu hören oder ich brauche es nicht richtig zu machen. Der Weg zurück, wenn ich erstmal falsch gelernt habe, es wieder richtig zu lernen, ist deutlich schwerer, als wenn ich gleich es richtig mache. Okay? Todsünde Nummer 7, die Überanalyse oder der Verallgemeinerungsfehler. Das ist ein Denkfehler, den machen wir Menschen automatisch. Wir schließen vom Einzelnen auf das Generelle. Ja? So geht Lernen. Das müssen wir machen. Nur leider verallgemeinern wir zu früh. Ja, da gibt es ein ganzes Buch drüber. Rolf Dobelli, Die Kunst des klaren Denkens, 52 Denkfehler, die basieren alle auf im Prinzip einem Fehler, ja, die Mutter aller Fehler, und das ist der Verallgemeinerungsfehler. Und beim Bogenschießen zeigt sich der Verallgemeinerungsfehler so, dass man von einem Schuss, jetzt war das so und so, denkt, so muss das gehen. Ein Schuss ist ein Schuss. Präzision auf Dauer ist eine sehr komplexe Funktion aus ganz vielen Variablen. Ja? Und nicht irgendwie, dieses Mal ging das so, das muss jetzt immer so gehen. Wir wollen erstmal einen guten Stil entwickeln und einen sicheren Ablauf und dann können wir verallgemeinern. Und diese Verallgemeinerung, kann nicht darin bestehen, dass ich quasi mein ganzes Bogenschießen in Frage stellt, sondern diese Verallgemeinerung, die ist dann nachher oft in nur ganz, ganz wenigen Aspekten des Schusses relevant, nämlich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier zu tief gehalten habe und liegt drunter, muss ich beim nächsten Mal höher halten. Ne? Okay, das waren meine 7 Todsünden für den Einstieg in das Bogenschießen. Nochmal, Zuggewicht zu groß, zu viel Fokus aufs Ziel, das Feedback fehlt, entweder durch Trainer oder Kamera, zu wenig Klasse im Schießen, im Training, zu viel Masse, wir schießen zu weite Distanzen, man legt sich zu früh fest, sei es bei der Stilart oder sei es bei der Art und Weise, wie man schießt, und die Überanalyse oder der Verallgemeinerungsfehler, ja, dass man denkt, dieses Mal war das so, das muss jetzt immer so gehen. Denkt dran, wer diese 7 Todsünden vermeidet, tut sich auf Dauer deutlich leichter. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Thomas. Bogenschießen Step by Step. Das ist eine Serie, in der wir die einzelnen Teile des Schussablaufs darstellen. Das Ganze dient dem Ziel, dass Anfänger sehen, worauf es ankommt. Und das wird präsentiert von der Bogensportwelt.